Bevor ich mich jetzt wieder über YouTube aufrege, nächste Woche gibt es auf diesem Kanal einen YouTube Q&A-Livestream. All eure Fragen beantwortet rund um YouTube. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt schon einreichen. Ich habe vorher noch ein Meeting mit YouTube, kann die also mitnehmen, nochmal besprechen und euch dann nächste Woche Donnerstag die Antworten liefern. Und jetzt wird es wieder traurig. Ich habe schlechte Laune. Ich kann das alles nicht mehr. MLA. Es wurde seit Monaten kommuniziert, dass es ein 100% Launch sei. Und was war es nicht? Ein 100% Launch. Das heißt, MLA wurde weiter ausgerollt. Und zwar für mehrere hunderte, tausende Creator im YouTube-Partnerprogramm. Allerdings von den 50 Kanälen, auf die ich direkten Zugriff habe, haben es genau 2. Und das ist jetzt nicht eine gute Quote, möchte ich mal so sagen. Ne? Wer hat es natürlich nicht? Dieser Kanal. Das heißt, ich kann es euch auch nach wie vor nicht so präsentieren, wie ich das gerne wollen würde. Aber sei es drum, falls ihr schon Zugriff zu MLA habt, bitte, oder Autodubbing sollte ich vielleicht eher sagen, checkt bitte eure Einstellungen, ne, dass ihr gegebenenfalls die Dubbings erstmal kontrolliert, bevor ihr sie freigebt. Und falls sie euch nicht gefallen, bieten wir von der KW Media natürlich noch einen alternativen Dubbing-Service an. In 2 Stufen. Die erste Stufe nennt sich Fast Track, 75 Cent pro Videominute pro Sprache. 175 Sprachen sind verfügbar, ohne Gegenchecks. Das heißt, wir kontrollieren nicht, ob die KI da Mist baut oder nicht. Wir lassen es einfach nur durchlaufen, dafür günstig und easy verfügbar. Die Alternative dazu wäre Premium Track. Da kostet es halt 5 Euro die Videominute, dafür nur Englisch-Deutsch, Deutsch-Englisch und wir prüfen manuell die Transkripte, bevor es in die Übersetzung geht, beziehungsweise auch danach. Das heißt, wir überprüfen das, was die KI da so verzapft hat und können das gegebenenfalls nochmal anpassen. Falls ihr da Interesse dran habt, meldet euch gerne unter team@kw.media oder schreibt mir gerne irgendwie auf den bekannten Plattformen, wo ihr mich so kennt, findet, wie auch immer. Wir finden sicherlich eine Lösung, dass wir das alles verfügbar machen können. Gut, gehen wir in die YouTube-Haupt-App, ne, in eure Haupt-YouTube-App. Es soll eine vereinfachte Kanalseite geben, die wird ein bisschen aufgeräumt. Das haben wir schon gesehen auf YouTube Desktop. Das heißt, die verschiedenen Tabs werden erst dann angezeigt, wenn tatsächlich auch was auf diesen Tabs passiert. Hatten wir mehrfach schon in diesem Jahr uns angeschaut. Jetzt soll das Ganze auf Mobile auch noch dazu kommen. Finde ich, ist prinzipiell eine gute Sache, weil gerade die älteren Kanäle, die halt viel auf ihrem Kanal schon passieren haben lassen, ne? Community Tab, Live Tab, Shorts und so weiter und so fort, dann wird das sehr, sehr voll irgendwann, diese Leiste. Und ich finde, wenn man halt von Anfang an hergeht und sagt, okay, wir zeigen nur das an, wo auch tatsächlich auch was passiert ist, ist das eine sinnvolle Geschichte. Schaut da gerne mal nach. Dann soll es jetzt die Liste der öffentlichen Subscriber auch in der YouTube-Haupt-App geben. Finde ich, ist eine nette Geschichte. Ne? Gab es früher tatsächlich auch mal als eigenen Tab auf der Kanalseite. Soll jetzt aber anders gelöst sein. Finde ich aber gar nicht verkehrt, bin ich ganz ehrlich. Bei den Videos, wenn ihr auf den Videotab geht, seht ihr jetzt nicht nur die öffentlichen Videos, sondern auch alle, die Sichtbarkeiten eingeschränkt haben. Das heißt nicht gelistet oder privat. Oder auch für Members Only natürlich. Und falls zutreffend Informationen über Videoeinschränkungen. Das heißt, sollte irgendwas blockiert sein, sollte die Monetarisierung eingeschränkt sein oder ähnliches. Sowie fehlgeschlagene Uploads. Das heißt, wenn ihr irgendwie euren Rechner anlasst, ein Video hochladet, aber ganz schnell irgendwo anders hin müsst, könnt ihr auf dem Handy checken, ob der Upload fehlgeschlagen ist oder durchgegangen ist. Eigentlich eine sinnvolle Aktion, kann man, glaube ich, nicht drüber meckern. Außerdem sollen Data Stories für vereinfachte Kanalanalyse auch in der Haupt-App angezeigt werden. Finde ich interessant, dass man jetzt praktisch, naja, so die Hauptzutaten der YouTube Studio App mit in die Main App reinzieht. Und ich frage mich halt einfach dann, ja, warum? Also warum macht man nicht die Studio App vernünftig, dass sie zumindest Parität zum Desktop hat, sondern macht jetzt nochmal eine abgespeckte Version der Studio-App in der Haupt-App. Das erklärt sich für mich nicht. Also da habe ich auch kein Verständnis für. Das ist für mich wieder, wir fangen 27 verschiedene Dinge an und machen es nicht ordentlich zu Ende. Aber da könnt ihr natürlich eine eigene Meinung haben. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst uns gerne drüber quatschen. Und zu guter Letzt, wir hatten vor ein paar Monaten bereits mal drüber gesprochen,
dass Exklusivvideos für Mitglieder ein bisschen mehr nach vorne gepusht werden. Und das scheint jetzt wohl weiter ausgerollt worden zu sein. Das heißt, falls ihr aktuell irgendwie im Shorts-Feed auf einmal Videos für Member drin habt oder euch bei Livestreams Videos für Member oder Livestreams für Member empfohlen werden, dann wundert euch bitte nicht, das ist jetzt scheinbar weiter ausgerollt worden. Finde ich aber prinzipiell eine gute Sache. YouTube-Kanalmitgliedschaften sind weiterhin underrated und ist das mal so, während einige unserer Kunden die schon sehr, sehr effektiv nutzen, sind andere unserer Kunden immer noch so ein bisschen zögerlich. Das heißt, wenn ihr Hilfe bei der Einrichtung braucht, auch bitte nicht zögern, einfach mal nachzufragen. Wir kommen da schon irgendwie zusammen, machen ein cooles Konzept für euch und dann wird das alles auch ganz fantastisch. Gut. An der Stelle wollte ich euch auch schon mal frohe Weihnachten wünschen. Sehen wir uns nicht mehr im Livestream, ne? Denn es ist wieder diese Zeit des Jahres, wo tatsächlich dann auch der Patreon Down ein bisschen Winterschlaf halten wird. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall im neuen Jahr wieder, aber wenn keine Änderungen von YouTube kommen, dann gibt es natürlich hier auch keine Änderungsvideos, logischerweise. Falls sich tatsächlich noch was bei MLA tut oder irgendwas anderes Besonderes sein sollte, könnt ihr natürlich sicher sein, dass ich der Erste bin, der darüber berichtet, in irgendeiner Form. Das heißt, sei es ein Community-Post, sei es ein kurzer Short, irgendwas. Wir werden auf jeden Fall euch informieren, keine Sorge. Ne? Und ja, ansonsten, wie gesagt, schaut gerne am Donnerstag im Livestream vorbei, machen wir uns einen entspannten Abend, dann wird das alles schon. Gut, in dem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns. Frohes Fest, falls wir uns nicht mehr sehen. Und ansonsten bis Donnerstag. Bis dahin macht's gut und haut rein.